Jetzt musst du freundlich gucken, es ist eh keiner da. Hört man was? Weiß es nicht. Ist ja keiner da. Ja, ist auch egal. Da, einer ist da. Wer ist da? Wer hat jetzt nichts anderes zu tun? Wer traut sich nicht? Oh, es ist sehr warm bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist. Also wir sind es auch ehrlich gesagt nicht so richtig gewohnt mit T-Shirt. Schönen guten Abend, jetzt sind wir 3, wie schön. Also bei uns ist es sehr warm und mir klebt so ein bisschen das T-Shirt am Leib. Aber ich bin es auch nicht mehr gewohnt, ich muss es echt zugeben. Das war die letzten Tage immer sehr warm. Wir haben das Mückennetz schon hängen. Zum einen gibt es hier sehr viele Wespen. Die wollte ich jetzt nicht, dass die uns jetzt hier stören. Und zum anderen geht das gleich los hier mit den Mücken. Und das staut sich jetzt hier die Luft sowieso noch viel mehr, die eh schon so warm ist. Ja. Hallo Michael, schönen guten Abend. Hallo Michael. Grüße an euch. Hallo Rainer. Rainer, Hallo, ihr zwei. Tag ihr zwei. Und ihr 6 anderen Namenlosen auch. Hallo Thorsten. Moin. Moin, moin. Wo sitzt ihr denn alle? Seid ihr alle in Deutschland oder wo kommt ihr jetzt? Wo seid ihr gerade? Wo kommt ihr weg? Wo kommt ihr weg? Wo wollt ihr hin? Zu Hause. Zu Hause, gut. Ja, Okay, Michael. also Deutschland. Ja. Wie ist es denn bei euch gerade? Ich bin gar nicht auf Stand, was das Wetter in Deutschland angeht. Ist der Sommer zurück? Urlaub vorbei, sind wieder zu Hause. Ja. Hoffentlich war er schön, der Urlaub. Habt ihr einen schönen Urlaub gehabt? Schöne Erinnerungen dran, hoffentlich. Angenehm war. Der Sommer kommt. Wie schön. Da guckt. Hallo Patty. Hallo Patty. 32 Grad im Pool. Ja, gut, okay. Ist das Wasser bei euch so warm im Pool? Schöne Erinnerungen hatte Rainer. Sehr schön. Das ist wunderbar. Ja, Urlaub zu Ende. Ja, wir hatten noch gar keinen Urlaub. Komm jetzt, das klingt jetzt eher gemein, als es stimmt zwar, aber. Ja, also wir haben keinen Urlaub als aus Selbstständige. Moin, Kiel. Startet bei euch nicht gerade die Volvo Ocean Race Europe in Kiel, Paddy? Die sind schon unterwegs. Die haben heute war doch Start, ne? Mhm. Aber dafür endlich den SBFC in der Tasche. Ja, super, gratuliere. Glückwunsch. Direkt beim ersten Mal geschafft? Ging los. Ja, siehst du? Ich habe noch gar nicht geguckt. Ja, doch, die sind vor Langeland gerade alle. Boris! Diesmal schafft 2. Platz aktuell. Ach, echt? Ja, siehst du, geht doch. Ja. Genau. Es gibt da übrigens ein cooles Feature, man kann First Try und gleich geschafft. Glückwunsch. Gratuliere. Man kann über, wie heißt denn das nochmal? Predict Wind. Habe ich vorhin eine Notification gekriegt, kann man live reingucken mit Wind und wo sie gerade fahren und mit der Reihung kann man live gucken. Und mit dem Forecast, das ist total interessant. Da haben sie echt was Tolles gemacht. Holcim und Mapai sind raus. Mapai. Das ging aber schnell. Ja. Gut. Schön. Okay. Sag mal, habt ihr Fragen? Wir sind gerade unter der Brücke. Hallo Silvia. Hallo. Liebe Grüße aus Kalkitiki, aus der Sauna. Genau. Das ist spannend. Okay. Ich würde sagen, wir fangen an, oder? Wir fangen vielleicht mal an, wo sind wir eigentlich? Marion hat es gerade gesagt, Kalkidiki. Sagt euch das was? Wisst ihr, wo Kalkidiki ist in Griechenland? Warm. Unterm Dach, ja.
Also Kalkidiki, Michael hat geguckt, wo wir sind. Ich glaube, das ist nicht aktuell auf No Foreign Land. Nö. Okay, gut. Also Kalkidiki, Thessaloniki ist ganz im Norden der Ägäis. Und da rechts davon auf der Landkarte, also östlich davon, gibt es 3 so Landfinger. Und der östlichste von ist Berg Athos, das ist der mit den Mönchen drauf, wo keine Frau hin darf. Und dann gibt es den mittleren Finger, da sind wir gerade. Und dann gibt es noch den westlichen Finger, der zu Thessaloniki hin. Und wir sind auf dem mittleren Finger ziemlich weit unten. Also auf dem Mittelfinger sind wir. Da, wo der blaue Punkt ist, da sind wir gerade. Ja. Also das ist ganz außerhalb, also so das klassische Griechenland. Es ist ja so hier die Kykladen und die Ägäis. Und wir sind ganz oben. Und da sind wir aber ganz bewusst hingefahren, weil wir ein bisschen abseits sein wollten von den Massen. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Nee, ich lache gerade über den Kommentar. Also, wir kommen gleich drauf zurück. Ja, klingt ein bisschen komisch tatsächlich, aber wir wollten den Charterflotten tatsächlich entgehen und hier auch ein bisschen jetzt den Sommer ein bisschen Ruhe haben, weil ja, Charterer manchmal etwas anstrengende Ankernachbarn sind, um es mal so zu sagen. Also weil nach 2 Jahren Hauptsaison auf den Balearen wollten wir so ein bisschen abseits sein. Und das hat auch gut funktioniert. Also es ist hier tatsächlich abseits. Ja. Also wer einen ruhigen Urlaub verbringen möchte, ist hier wirklich gut bedient. Ja. Also es ist zwar alles hier touristisch, also es sind sehr viele Apartments und kleine Hotels, also ganz wenig ganz große Sachen. Also es ist alles auf Tourismus ausgelegt, aber es ist ruhig. Ja. Bis auf die Beachbars. Genau. Die Strandbars sind ein bisschen lauter. Aber ansonsten ist es eher tatsächlich ein ruhiger Tourismus und sehr, sehr wenige Charterboote. Ja. Also es gibt hier auch nicht viele Marinas. Das meiste ist hier tatsächlich ankernd. Ja. Aber es gibt unheimlich geschützte Ankerbuchten hier. Also wirklich sehr geschützt und du musst nicht in eine Marina. Nö, gibt keinen Grund dafür. Also es gibt so viele Buchten hier, wo man hin und her fahren kann. Übrigens, die Finger, die liegen auch immer nicht weit auseinander. Die sind so 10, maximal 15 Meilen voneinander entfernt. Das heißt, du kannst auch mal schnell rüberfahren. Und deswegen, weil das so eine sehr langgezogene Bucht jeweils ist, hast du immer eine Seite, die dann geschützter ist als die andere. Und deswegen, da liegen auch ganz viele Buchten dran. Da kann man sich überall verstecken. Und insofern ist der Mittelfinger sind wir. Also das ist schon nett hier. Es ist sehr, sehr ländlich. Und es gibt halt immer so einzelne Orte, die aber, wie soll ich denn sagen, früher Fischerorte waren. Das sieht man noch ganz deutlich und teilweise immer noch sind. Also es gibt immer noch diese kleinen Holzkähne, wo abends die alten Herren rausfahren zum Fischen. Die gibt es immer noch. Und es gibt natürlich auch die riesigen Stahlschiffe, die gibt es auch, aber gar nicht so viele, wie ich gedacht hätte. Also eigentlich relativ wenig. Gefischt wird echt noch viel. Und es ist ansonsten ein Rentnerparadies, was das Segeln angeht. Also es gibt relativ wenig Langfahrer und die Langfahrer, die es gibt, die sind eigentlich so ein bisschen in der Unterzahl, also die typischen Langfahrerboote. Die gibt es aber hier auch wenige, weil Griechenland ist tatsächlich ein Sommersegelgebiet und viele, die eben die verbringen den Winter in Griechenland und den Sommer in Griechenland und dann sogar nochmal den Juli und August in Deutschland und den Rest ist also dann von Mai, Juni und dann nochmal September, Oktober und der Rest ist das Boot dann in der Marina und die Leute sind in Deutschland. So, also Christoph hat hier geschrieben, wir sollen nicht die Geheimplätze preisgeben. Das tun wir nicht, weil den meisten ist es zu weit weg, hierher zu fahren. Das ist wirklich ab vom Schuss. Und das, also wenn man von Griechenland und ich will in Griechenland segeln redet, dann ist das allererste ist das Ionische Meer, dann kommt die Ägäis
Und dann kommen die Kykladen, die Sporaden und Chalkidiki ist ganz weit weg, weil wir haben ja gemerkt, wie weit es ist. Wir waren relativ schnell hier, waren aber auch schnell unterwegs, haben ja auch von ganz vielen einen auf den Deckel bekommen, die gesagt haben, ihr seid so schnell, ihr fahrt an allen schönen Orten vorbei. Ja, wir sind an vielen schönen Orten vorbeigefahren, aber weil wir hierher wollten und unsere Ruhe haben wollten, so vor diesem Charter-Chaos. Und das hat sich für uns als gut rausgestellt, aber es ist wirklich so, du musst hier gezielt her wollen, hier kommt uns keiner her, weil es liegen so viele schöne Sachen auf dem Weg hier hoch, dass man es echt verpassen kann, hierher zu fahren. Ja. Also allein die Sporaden waren echt traumhaft schön, da hätten wir unfassbar viel mehr Zeit verbringen können und die Peloponnes war auch ganz toll. Also Christoph, nochmal für dich, also hier oben ist ein Ort, wo man sich verstecken kann vor den Charterflotten, aber es ist auch echt wenig Wind und es hat auch wenig Kulturelles zu bieten. So, das heißt, das ist wirklich so ein Rückzugsort, wenn du deine Ruhe haben willst und gut ankern möchtest, aber ansonsten ist halt nicht viel. Es gibt Tavernen und Supermarkets, also diese wunderbar kleinen Kioske, wo man alles kriegt für ein unglaubliches Geld, aber man kriegt alles und viel mehr gibt es hier auch nicht. Hin und wieder mal eine Strandbar. Michael fragt gerade, warum wir keine Strandbar haben. Hier tatsächlich diese Mini-Bucht, da ist überhaupt gar nichts. Hier drüben ist ein Haus auf dieser Insel und da drüben ist ein Haus auf der Insel und ansonsten ist hier gar nichts. Tagsüber sind 2 Ausflugsboote da, ein deutsches Boot liegt neben uns, ansonsten ist es total ruhig hier. Ja, hier ist es ein bisschen, das ist das Schöne an dem Fleck hier, ein bisschen ab vom Schuss. Wie weit war das nach Neomamaras? 12. 12 Meilen da oben kommt ein Ort mit Strandbars und Restaurants, Pizzerias, alles, was man so haben möchte, Eisdielen und so weiter. Und da nach unten, Toroni sind 6 oder 7 Meilen, ist der andere Ort mit allem Pipapo, FF und Pipi. Und hier ist dann so dazwischen ist dann immer so ein ganzes Stück nichts, nicht viel los. Und das hier ist jetzt auch mal wieder so. Hier sind auch ganz viele an den Campen, die wild. Also ja, tatsächlich, die stehen da immer mit noch. Ganz viele mit Zelten oder mit Auto, mit Zeltdach. Wirklich interessiert keinen Menschen und die verbringen hier mit ihrem Zelt direkt am Strand ihren Urlaub. Es ist nichts da, nichts zu sehen, nichts zu tun. Also diese Hippie-Camps gibt es tatsächlich auch noch. Wir haben kürzlich einen Deutschen kennengelernt, der hat hier gar nicht weit weg am Strand mit anderen Griechen und internationalen Leuten sein Zelt stehen und da lebt er jetzt über den Sommer. Silvia, auf was doch gesagt? Das habe ich nicht verstanden. Doch, deswegen folgen wir euch beiden ja auch. Wegen den Geheimplätzen. Ach, wegen den Geheimplätzen. Okay, gut. Genau, und ist es denn nicht zu einsam, um was zu erleben? Es ist alles erreichbar. Also wie gerade gesagt, der Ort Neomamaras, wo man super einkaufen kann. Und da waren wir ja am Donnerstag auf dem Markt, da habe ich ja ein paar Bilder bei Petrin reingesetzt und bei Instagram. Das sind 12 Meilen, das kannst du zur Not auch noch motoren, das kannst du zur Not auch noch gegen anmotoren und du hast immer einen Ort, wo du alles bekommst und an jedem kleineren Ort ist auch ein Minimarkt, wo du alles, was man dringend braucht, auch bekommen kann. Ja. Für viel Geld, aber man bekommt alles, inklusive Katzenfutter. Und hier auf der anderen Seite ist Pevkočory. Pevkočory ist ein irrer Touristenmagnet, wobei übrigens Tourismus heißt hier, die Balkanländer sind hier nördlich von uns Anrainer. Das heißt, es gibt ganz viele Bulgaren, Rumänen, Serben, Mazedonier, Nordmazedonier, die hier sind. Also Deutsch ist die Mindersprache. In manchen Restaurants gibt es, Entschuldigung, ich weiß es nicht, irgendwas Bulgarisch oder so auf der Speisekarte, kein Englisch, also Griechisch und Bulgarisch, das ist faszinierend. Also wir sind da wirklich ganz weit hinten, aber ganz viele Leute sprechen Deutsch, das ist echt unglaublich. Genau. Ja. Und
mache erst mal Silvia kurz fertig. Was machen wir so den ganzen Tag? Das fragen Der wir Motor auch. läuft. Ja, der Motor läuft, ja. Ja. Das Der ist Motor aber läuft das fein. Boot überlegt sich jeden Tag was Neues. Also Ja. es ist jeden Tag taucht eine neue kleine oder große Baustelle auf. Jetzt ist bei uns der Griff vom Herd ist jetzt auf einer Seite abgegangen. Und dann ging so ein Schnapper für eine Schranktür ist jetzt kaputt gegangen. Und ich hatte irgendwo Magnetschnapper, aber ich finde sie nicht Genau. mehr. Und ansonsten Die tatsächlich, Gastlandflagge ist runtergekommen, ist ja, ausgerauscht. Da muss ich nochmal auf den Mast klettern. Ja, also Videos schneiden. ja, man muss aber ehrlich. Tatsächlich. Ja, Entschuldigung. Ja, Warte. also Videos schneiden, Filmmaterial aufnehmen ist tatsächlich auch ein großer Zeitvertreib von uns. Ja, genau. Aber Silvia, du hast schon recht. Also zum Glück, also man muss sagen, technisch funktioniert eigentlich das Allermeiste. Also ich habe zwar aber noch ein bisschen was anderes ja, gesagt. ich habe gestern geflucht, weil gestern ist irgendwie alles auseinandergeflogen und das war natürlich ärgerlich. Aber ansonsten der Motor läuft und so. Genau. Also schon gut. Heute habe ich sogar mal Wartung gemacht, am Wassermacher mal das Öl gewechselt. Also wenn ich zu sowas komme, dann ist es doch schon mal gut. Ja. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, zum Beispiel, ich stehe morgens mit Wecker auf, meistens zumindest, um 7:30 Uhr. Dann gehe ich erstmal, weil da ist es kühl genug, gehe ich erstmal Yoga machen. Und wenn es dann schön ist, dann steige ich noch auf Sub und Sub noch ein bisschen durch die Gegend. Und dann gehe ich noch 2 Runden ums Boot schwimmen. Und dann setze ich mich hin und schneide Videos. Ja. So sieht das aus. Ja, das mag man vielleicht nicht glauben, aber Marion steckt echt irre viel Zeit rein in die Videos. Und genau. Ich übrigens auch. Man sieht zwar nichts davon im Moment, aber das kommt auch wieder. Silvia, nochmal ganz kurz zu dir, dann ist Michael dran. Ja. Viel Geld heißt, also ihr müsst vielleicht ein bisschen anders denken. Also für uns ist im Moment nicht Nudeln und Tomatensoße wichtig und auch nicht das Steak, sondern solche Sachen haben wir alles mit. Also Steak nicht, aber wir haben die Vorräte haben wir ja alles mit. Das heißt, für uns sind eigentlich frische Sachen wichtig. Gemüse, eine Gurke, Salat, Tomate. Also Tomate kriegst du überall, auch zu vernünftigen Preisen normalerweise. Gurke auch, wobei die sind dann relativ klein. Zucchinis sind hellgrün und nicht dunkelgrün wie bei uns. Und Salat kriegt man relativ schwer. Ein Eisbergsalat kostet 3 Euro tatsächlich. Der ist dann ganz klein und außen matschig. Also das ist teilweise schon wie in der Karibik, zum Teil hier. Also weil es ging um Kiosk und was ist da dran eigentlich so teuer. Und Nektarinen und Pfirsiche kriegt man auf dem Markt für 3 Euro das Kilo. Da kosten sie 4,5. Also die Hälfte mehr etwa. Und wir haben. Das Joghurt ist ein schönes Beispiel. Das Joghurt kostet im Supermarkt, und das sind immer hier diese großen Pötte, das kostet im richtig normalen Supermarkt, zahlst du 2,50 Euro, 2,60 Euro dafür. Das kostet hier im Minimarkt 4,60 Euro. Ja. Also das ist, das kann dann schon, das summiert sich halt dann und dann hast du halt für so einen Einkauf gleich doppelt so viel wie in einem Supermarkt. Ja. Aber man braucht auch nicht so viel. Das ist sowieso ein Thema, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Aber jetzt kommt erstmal Michael. Michael hatte gerade gefragt, wie lange wir schätzen, dass man mit dem Boot von Gibraltar nach Griechenland braucht. Also von Licata aus nach. Ich wackel immer am Tisch. Du wackelst immer am Tisch, genau. Also von Sizilien, von Licata aus, so einer von diesen Langfahrerhäfen, sind es 330 Meilen auf den westlichsten Finger von der Peloponnes. Genau, jetzt ist mir gerade der Name nicht eingefallen. Und von Gibraltar nach Sizilien sind es, meine ich, 800 Meilen. Also rechne mal mit 1200 Meilen. Und dann hängt es ja jetzt vom Wind ab. Soweit ich weiß, ist im Frühjahr sehr viel westlicher Wind. Das heißt, aber auch oft gar kein Wind. Also wir hatten damals Glück. Wir sind von Gibraltar bis auf die Balearen fast alles gesegelt. Wir haben Leute getroffen, die sind alles motort, weil sie keinen Wind hatten. Also es ist sehr unterschiedlich, kann man so pauschal nicht beantworten. Und es hängt auch davon ab, wie lange du warten möchtest. Also wenn du immer mit dem Wind fahren willst oder
immer fahrbaren Wind haben willst und bei Flaute nicht fährst und bei Gegenwind auch nicht fährst, dann kann es lange dauern. Aber es ist auch davon abhängig, wie lange Passagen du machen möchtest. Also man kann vom Gibraltar relativ schnell auf die Balearen, man kann sich aber auch ganz furchtbar viel Zeit lassen, bis den Nia hoch und dann erst rüber, oder man macht halt einen langen Schlag. Ja. Also wir haben so eine mittlere Länge gemacht. Und dann ist es ja Balearen, wäre es eine Schande, dort sich nichts anzugucken, aber du kannst die Balearen im Prinzip in 3 Tagen durchhaben. Du bist in 3 Tagen von Ibiza in einem Tag nach Mallorca, in einem Tag nach Menorca und dann sind es nach Sardinien rüber 2 Tage. Das hast du Formentera ausgelassen. Ja, genau, weil wenn man es schnell haben möchte. Ja, genau. Aber das wäre ja eine Schande. Aber du kommst eigentlich auf Formentera an, wenn du von Westen her angesegelt kommst, landest du eigentlich auf Formentera. Also ich kann dir wirklich echt keine Prognose geben. Wir haben jetzt von hier aus runter nach Sizilien, finden wir 6 Wochen sportlich, wenn du tatsächlich segeln möchtest. Also jetzt so im Herbst. Wir haben uns mal überlegt, wie lange brauchen wir denn, weil zeitlang unklar war, ob wir zu einem bestimmten Zeitpunkt in Licata sein müssen. Und da hatte ich mir das mal überlegt und 6 Wochen kann dann schon sportlich sein. Es kann aber auch in einer Woche gut zu segeln sein. Also man weiß es nicht. Ne? Und hängt das davon ab. Es hängt natürlich auch davon ab, wie lange Schläge wollt ihr überhaupt machen. Weil, wie Marion ja sagte, wenn ihr von Gibraltar durchfahrt bis nach Formentera, seid ihr weit von der Küste weg in internationalen Gewässern. Das mag auch nicht jeder. Und also kann man gut machen, aber mag nicht jeder und kann auch nicht jeder, weil das Boot das nicht hergibt, weil die Crew ermüdet, weil Lebensmittel ausgehen, technische Defekte sind, keine Ahnung. Ne? Nee, Lebensmittel sollten nicht ausgehen, wenn man auf eine lange Fahrt geht. Das wäre ein bisschen doof. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr schöne Strecke. Und wenn ich jetzt so überlegen würde ich sagen, in 2 Monaten ist es auf jeden Fall zu schaffen. Ja. Gut, mit auch ein bisschen was zu sehen. Also was hast du gerade gesagt? 2 Monate. Also von Gibraltar nach Griechenland? Ja. Nein. Doch. Also wenn du Glück hast. Nee, ich glaube, dass das in 2 Monaten gut mal zu schaffen 50 ist. Meilen, sagst du, naja, dann sind es ja schon 20 Tage. So, genau. Wir hatten von Christoph die Frage über Petren, wie das eigentlich ist mit der Ver- und Vorproviantierung und ob wir denn so Sachen machen wie Vorkochen und einen Kochplan und sowas. Dazu muss man sagen, ich bin Intuitivesser. Ich esse am liebsten das, worauf ich Lust habe. Was natürlich super ist, wenn man auf dem Boot lebt und der nächste Supermarkt weit weg ist. Also Vorkochen, Kochplan gibt es bei uns nicht. Wir machen das immer so, bevor die Saison losgeht, dass wir einmal einen großen Einkauf machen mit allen, ich nenne das jetzt mal trockenen Lebensmitteln, also Nudeln, Reis. Also wir schauen, dass wir genügend Nudeln an Bord haben, dass wir genügend Reis an Bord haben. Wir packen ordentlich Mehl ein, Zucker, also so alles, was man gut aufbewahren kann und wo wir wissen, wir brauchen das. Wir haben viel Milch gekauft in Licata, weil uns gesagt wurde, Milch kann in Griechenland schwierig werden. Blödsinn, gibt überall Milch, aber halt keine Haarmilch, sondern oftmals ist sie im Kühlschrank und aber gut. Oder Dinge, die wir gerne essen, wo wir uns fragen, ob wir das woanders bekommen. Also Müsli ist zum Beispiel irre teuer und so ganz normales Müsli, also jetzt ohne Schickimicki, ohne Schokolade und Knusperzeugs und so, ist irre teuer, wenn du es überhaupt kriegst. Aber egal, geht ja nicht um Geld. Genau, also so versuchen wir möglichst viel zu haben, dass wir dann nur noch frische Sachen kaufen müssen. Weil frische Sachen bekommt man eigentlich immer überall. Ja. Es gibt so Sachen wie zum Beispiel Quark. Quark bekommst du in ganz vielen südlichen Ländern überhaupt nicht. Wo war das denn? Joghurt war in Italien schwierig, ne? Joghurt war in Italien schwierig. Ist jetzt hier in Griechenland natürlich überhaupt kein Problem. Joghurt kriegst du hier
in allen Variationen. Das ist so, wie wir das machen, und Kochen geht bei uns tatsächlich so, dass wir uns angucken und der eine sagt: „Ich habe Lust auf Nudeln mit Pesto“, und dann gibt's Nudeln mit Pesto. Oder ich sage: „Ich mag Pizza“, und dann gibt's Pizza, sofern das machbar ist. Und an manchen Tagen ist vollkommen klar, dass es 'n Pizza oder Pfannkuchentag, weil irgendwie alles schiefgegangen Genau. ist und dann gibt's entweder Pizza oder Pfannkuchen. So wie gestern. Gestern gab's Pfannkuchen. Ansonsten ist es so, dass wir im Sommer, und das wissen wir und deswegen sind wir auch 'n bisschen vorsichtig mit'm Einkaufen, sehr wenig kochen. Es ist hier so heiß den ganzen Tag bis in den Abend rein, dass wir nicht kochen. Also, Ja. es gibt Salat in 1.000 Variationen, grüner Salat, Salat mit Schnicki-Schnacki, Nudelsalat, alles Mögliche. Wenn's mal gehaltvoller sein soll, gibt's 'n Nudelsalat. Es ist einfach viel zu heiß zum Kochen. Christoph macht sich ab und zu, wenn wir irgendwo hinkommen und er kommt an den Fisch ran, weil das mit'm Angeln klappt ja noch nicht so richtig gut bei ihm, dann macht er sich 'n Fisch im Airfryer. Wir haben 'n Airfryer an Bord seit, letztem Jahr, vorletztem Jahr? Mhm. Letztem Jahr, ne? Letztem Jahr. Das ist super. Ja, kann man viel machen. Also, unter anderem backe ich da drin Brot. Also, das ist auch eine Sache, die wir nicht kaufen müssen, Brot backen. Ist deswegen auch praktisch, weil man's gut stauen kann. Du brauchst ja nur Mehl und Trockenhefe dafür und, keine Ahnung, Walnüsse oder was man so reintun will. Und, das ist ja alles wunderbar haltbar und kriegt man übrigens auch überall. Und mit'm Airfryer können wir's dann eben mit Solarstrom machen und der verbraucht also, der hat zwar 'ne Nennaufnahme von 1.800 Watt, aber für so 'n Brot, was dann 50 Minuten bäckt, fällt das gar nicht so wirklich ins Gewicht. Also, jedenfalls nicht mit unserer Solaranlage. Also, das geht zum Glück ganz gut, so. Ja. Michael, du schreibst, deine Technikvideos haben nachgelassen. Vielen Dank für dein offenes Feedback. Kommt zum schlechten Zeitpunkt, würde ich sagen, der Kommentar. Ja, was denn? Sag mal. Ja, es kommt grad keins. Es kommt grad keins. Ja gut, wenn das der Kommentar ist, es kommt grad keins, dann ist okay. Das weiß ich ja auch. Ivan, hallo. Hallo Ivan. Bist du auch da? Das ist ja schön. Ja, also Christoph hatte jetzt grade zum Glück, was uns 'n bisschen, äh, ja, erleichtert, 'n kleines Projekt und konnte 'n bisschen was arbeiten, und deswegen haben wir die Technik Videos Ja, jetzt grade musste ich bisschen ja, pausiert. genau. Also, ungern und ich versuche sie grade wieder anzufahren. Genau. Ich habe jetzt tatsächlich 4 Wochen Vollgas gegeben und war gedanklich auch gar nicht frei dafür, aber bin grade am nächsten Video dran und ich hoffe, zum 15. auch was liefern zu können. Ja. Genau, das mit der Technik wurde ja auch angekündigt. Ja, also es kann passieren, dass es vielleicht nicht zum 15. wird mit dem Technik Video, aber dann entschuldigt uns das, weil wir bekommen nämlich Besuch nächste Woche und da freuen wir uns ganz furchtbar drauf und wir möchten, viel Zeit mit den beiden verbringen. Das ist schon lange her, dass wir die gesehen haben, und es ist das 1. Mal, dass wir Besuch an Bord haben, und das wird bestimmt ganz ganz spannend. Das ist gar nicht das 1. Mal, ist das 2. Mal, ne? Ja. Genau. So, ja, genau, der Airfryer. Also, kann ich jedem ans Herz legen. Ich kenne auch welche, die haben ihren Gasherd komplett rausgeschmissen und umgestellt auf 'n Airfryer und auf 'ne Kochplatte. Mhm. Also, Viel ja besser. genau, also, weil wir grade beim Thema sind, gestern habe ich erst zu Marion gesagt, eigentlich können wir den, weil der Griff ja abgefallen ist vom Backofen, und der heute, trotzdem ich ihn angeklickt habe, wieder abgefallen ist. Also, da ist noch 'ne offene Baustelle. Habe ich ja noch überlegt, ob wir den nicht ganz rausschmeißen, weil wir haben ja 'ne Kochplatte. Ist Britta, die schreibt. Hallo Britta. Hallo Britta. Gut, also Michael ist Britta. Gut, Fisch ist gut. Arbeit hilft ja auch. Mhm. Genau, und Schwertfisch ist kein Fisch, sagt, Silvia. Aha, gut, okay. Ich bin da ja raus. Ich kenne mich damit Hat hier in auch der nicht so toll geschmeckt. Ich habe vorgestern Moräne gegessen. Wie war die eigentlich? Das Fleisch ist weißlich.
Das war so ähnlich. Ich habe mal in Afrika Alligatorfleisch gegessen oder Sag Krokodilfleisch. Das war lecker. mal. Und also, ja, die Moräne ist irgendwie, die hat sehr viele Gräten, die irgendwie nirgendwo dranhängen, außer am Fleisch, was so ein bisschen anstrengend ist. Aber das Fleisch ist gut. So, ja, das ist vom Markt gewesen. Genau, das ist von dem tollen Markt gewesen. Ja. So. Aber der war faszinierend, der war echt toll, der Markt. Ja. Also das, oft ist ja so ein Markt so nicht wirklich Markt, aber das war jetzt zur Hälfte Klamotte und zur Hälfte Gemüse, Fisch, Obst. Ja, genau. Ja, ich bin Soll ich nochmal Fisch Vegetarier. sagen, damit Nein. Marion nochmal so amüsant guckt? Nein, ich bin Vegetarier. Ich esse keinen. Totes Ich, Tier, ich, wolltest ich du sehe sagen. die Fische lieber schwimmen. Ich finde das viel schöner. Weil wir hier gerade an einem Spot sind, wo es viele Oktopusse gibt, hat mir Marion aus erzieherischen Gründen gestern auf Netflix der Krake, mein Lehrer der Krake gezeigt. Also wer den Film nicht kennt, Ja. eine Doku, Eine ist Doku. unglaublich. Guckt Ganz euch das toll. an. Irre Aufnahmen, tolle Rahmengeschichte von, also sehr authentisch, ist authentisch von Ja. einem Filmer, der einen Burnout hatte und in der Zeit angefangen hat oder an seine Jugend angeknüpft hat und da wieder tauchen gegangen ist, wo er in seine Jugend tauchen gegangen ist. Das ist so ein wie nannte er das? Das ist ein Wald aus Schlingpflanzen. Also die Schlingpflanzen haben solche Wurzeln, gehen nach oben und oben ist Tang. Tangwald hat er das genannt. Ne? Oben ist Tang. Das heißt, oder Algenwald. Das heißt, er taucht in 4 Meter Tiefe zwischen diesen Stängeln durch, die da ganz nah aneinander stehen und dann kommt er irgendwann an so eine Lichtung. Also ich will da gar nicht zu weit vorgreifen. Das ist jedenfalls authentisch, was er erlebt hat und er hat das Material auch dazu gesucht und erzählt halt eine Geschichte über einen Oktopus, die absolut unglaublich ist. Also ja, hochintelligente Tiere. Du, ja. Christoph, der Paddy sagt, du brauchst bessere Köder. Ja, wahrscheinlich. Welche denn? Du musst doch mal hier jemanden fragen. Ja. Die angeln hier alle, dann frag die doch mal. Die angeln alle mit Wurm. Ja, der macht das doch auch Brot mal. ist immer gut. Achso, Brot backen. Ja, nicht zum Fisch. Schunken-Takelage. Nein, wir haben noch nicht viele damit getroffen. Also mal ein kleines Boot, irgendwie so 6, 5, 6, 7 Meter maximal, größere noch gar nicht. Ich selber auch noch nie gesegelt, 0 Erfahrung damit. Interessierst du dich dafür? Willst du Junken, Rick? Also irgendjemand wollte sich das auf sein Boot machen. Ich habe das mal irgendwie in dem Video gesehen, aber ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Findet man ganz selten. Du siehst eigentlich siehst du nur ganz normale, klassische Sloops oder eine Catch, ab und zu mal ein Schoner und dann hört es auch schon auf. Das ist so das Einzige, was man zu sehen bekommt. Und wir sind auch noch nichts anderes tatsächlich gesegelt. Sorry. Ja. Also Britta fragt, ob ich eine Idee habe, woran es liegt beim Fischen. Also für den Thunfisch. Ich bin's nicht. Für den Thunfisch habe ich den richtigen Köder. Es kann sein, dass die Schnur jetzt zu kurz ist, weil ich habe kürzlich die Schnur draußen gehabt, wie ich den Anker rückwärts eingefahren habe. Und danach musste ich tauchen gehen und die Leine rausschneiden, weil ich habe sie nicht mehr losgekriegt. Das war eine dicke Leine, 2 mm Leine, 100 Meter. Jetzt habe ich eine 100 Meter Leine, 1 mm. Die reicht bis 10 Kilo. Habe aber keinen mehr gefangen mit demselben Köder. Wundere ich mich tatsächlich drüber. Das ist so ein Spezialköder, der mir von einem Griechenland-Segler wärmstens empfohlen wurde, der damit immer super fängt. Aber ich halt nicht. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht liegt es an der Angel. Der hat eine tolle Angel. Ich habe keine. Ja, genau. Du hast 3 Angeln. Aber keine tolle. Ja, egal. Ja. So, Grüße nach Sturgart. Ja, es gibt hier sehr viele Stechmücken, deswegen haben wir auch schön das Netz schon hängen, aber auch, weil es hier sehr viele Wespen gibt und wir wollten jetzt keine Wespenattacke zum Live haben und deswegen haben wir uns hier zugemacht. Wir haben hier drin noch gar nicht, wir haben drin noch alles auf. Ja, drin ist noch alle auf, sehen wir gerade. Ja. Aber hier oben eben nicht. Die kommen ja dahin, wo es warm ist, also insofern. Genau. Vielleicht kommt ja keine. Nee.
Ja, Wie- also das mit dem Angeln ist tatsächlich noch ein offenes Thema. Ja. Am Ankerplatz, die Fische, die da rumschwimmen, die Bandbrassen, die ich aber immer anders nenne, die sind leicht zu fangen. Da kannst du eigentlich fast alles an den Haken dran machen. Die schnappen auf alles. Hauptsache, man sieht's und der andere will es auch haben. Dann gibt es immer einen, der schneller ist. Du musst die fangen, Ja. mit Eben. denen ich essen wollen. Ja. Ich würde die nicht essen wollen. Also aus der Waschmaschine, Captain der Zirze Ja, fragt gerade. genau, die Christoph fragt Waschmaschine. die Waschmaschine. Genau. Wie wir das mit dem Abwasser machen. Das Abwasser geht außen Bord Ja. und du siehst nichts. Keinen Schaum, gar Nein. nichts. Du siehst auch keine Trübung. Das ist, als wenn klares Wasser rauskommt. Mhm. Und deswegen fahren wir nirgendwo hin. Also wir haben in verschiedenen Häfen, wir haben auch schon am Ankerplatz einen schaumigen Ankerplatz gehabt, weil Ja. jemand geduscht hat neben uns im Boot. Und im Hafen erst recht, aber teilweise der ganze Hafen schaumig, weil jemand duschte. Aber die Waschmaschine gibt nichts dergleichen raus. Und deswegen ist es unkritisch. Ja, das kommt auch durch das Waschmittel. Also wir haben in unsere Waschmaschine darf nur Flüssigwaschmittel und ich habe ein biologisches Waschmittel. Ich würde auch nichts anderes benutzen. Also wir haben von Meeresbiologen gesagt bekommen, egal was ihr nutzt, achtet darauf, dass es ökologisch, biologisch ist, dann ist das schon okay. So, es sind ja keine Massen. Und dadurch, dass ich Allergiker bin, sind da auch keine Duftstoffe und gar nichts drin. Also das Wasser ist nicht dreckiger als ein Duschwasser. Wir waschen relativ wenig, weil bei fast 40 Grad hat man nicht so viele Klamotten. Ab und zu muss mal die Bettwäsche vielleicht durchgewaschen werden. Ja. Also es ist maximal einmal die Woche, dass diese kleine Waschmaschine zu laufen kommt. Und deswegen habe ich da tatsächlich kein schlechtes Gewissen, weil wir tun unser Bestmögliches, dass es auch in Ordnung ist. Und es ist, ja, genau. Ich hatte da vorhin irgendwie noch was. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich auf ein anderes Siegel-YouTuber-Video zum Angeln reagieren sollte. Nee, also haben wir nicht. Übrigens, die Mahi-Mahis sind monogam. Das heißt, derjenige, der gefangen wird, da schwimmt der Partner nebenher. Das heißt, die schwimmen immer zu zweit und sind lebenslang monogam. Also ein Mahi-Mahi zu fangen ist ein bisschen traurig. Ja, aber du kannst das ja auch nicht, also du kannst ja du jetzt kannst auch es nicht steuern. Also Nein, kannst du nicht. Du fängst halt ja, irgendwas. Genau. Also ich hatte dem, der mir den tollen Köder empfohlen hat, dem hatte ich vorher gesagt, ich will nur so lange Fische fangen. Was brauche ich dafür? Und dann hat er gemeint, das ist vollkommen egal, was du dran machst. Der kann auch so groß sein oder so klein, die beißen auf alles, was sich bewegt. Da hast du wenig Einfluss drauf. Also nur sehr begrenzt mit dem Köder. Ja, Mela on Tour sagt Chitfische. Ja, wir nennen sie Kackfische. Ja, genau. Wir sind ein bisschen direkter. Passt zum Schwarzwassertank. Wir hatten Schwierigkeiten mit dem Schwarzwassertank. Der war die Pumpe kaputt. Ich nehme an, dass das damit gemeint ist. Und ich habe es dann mit der Impellerpumpe auf der Bohrmaschine ausgepumpt, den Fäkalientank durch die Revisionsluke, weil der liegt unterhalb also er braucht eine Pumpe, um rauszukommen, der Inhalt. Und ja, das war blöd. Ich habe aber eine Reservepumpe an Bord gehabt, die habe ich eingebaut, seitdem geht es wieder. Werde aber eventuell über den Winter umrüsten auf einen Freifalltank, weil das ist nichts Gutes, wenn du da eine Pumpe brauchst und ansonsten musst du es von Hand auspumpen. Das ist nicht so doll. Und außerdem ist es ohnehin so, dass wir gar nicht so einen großen Tank brauchen, weil normalerweise hier in den Buchten ist auch überhaupt niemand. So. Ja, genau. So, soweit, so gut. Ja, also wir werden vermutlich den Tank umbauen. Das
ist, glaube ich, eines der wenigen Dinge, die wir gemacht haben, wo wir hinterher festgestellt haben, das war jetzt blöd. Ja. Obwohl wir es hätten besser wissen können wollen. Wir wollten am Boot nichts kaputt machen, aber wir haben jetzt festgestellt, dass die meisten Amels das so machen, wie wir es jetzt machen werden, und keiner macht das so, wie wir es gemacht haben. Genau. Fäkalientank, wo wird der entleert? Also wir fahren in die nächste Ankerbucht, legen uns neben eine Charterjacht und pumpen ihn aus. Nein, das machen wir natürlich nicht. Nee, es machen zwar andere, Ja, machen das. wir hatten das tatsächlich auf Ibiza, da kam ein Motorboot rein, ein großes Motorboot, und hat tatsächlich am Ankerplatz 200 Liter Fäkalien abgelassen, und zwar unzerkleinert. Das hier vorne, Porto Kofu, da lag ich schön, da saß ich draußen, und dann kam ein Boot rein, die neben uns ankern wollten, und bevor die einen Anker geworfen haben, haben sie erstmal ihren Tank geleert, schön die braune Spur hinter sich hergezogen. Ja, genau, also tatsächlich 20 Meter vom Ankerplatz. Nein, also wir machen es nicht. Ist doof, solche Sachen gibt es leider. Ja. Ich hatte kürzlich eine Diskussion mit einem anderen Segler, und der hatte mir gesagt, die Fäkalientanks sind sehr umstritten, weil da drin fängt es ja an zu gären, und das Zeug wird dadurch noch giftiger, als es ohnehin ist. Beziehungsweise es wird schwierig, weil es dann so konzentriert ist. Und wenn es dann abgelassen wird, dann richtet das viel Schaden an. Besser wäre es, wenn man gar keinen Tank hat, sondern direkt nach draußen pumpt. Das ist natürlich auch Unsinn. Aber wo pumpen wir ab? Wir pumpen normalerweise, wenn wir ganz weit draußen sind, ab. Anders geht es gar nicht. Du hast auch hier keine Infrastruktur, die sowas annehmen würde. Ja. Genau. Selbst in Licata gab es keine Infrastruktur dafür. Das macht das ist die Theorie nach wie vor. Griechenland hat es nicht, die Türkei hat es wohl, weil da haben sie ja auch harte Regeln. Ja, aber in der Türkei zahlst du aber auch oft, um den Wisch unterschrieben zu bekommen und fertig. Also es ist die normale gängige Praxis, dass man möglichst weit weg von Land dann den Tank entleert. Das ist so. Und das ist tatsächlich so, dass die Fische sich freuen. Die mögen das. Versuch mal die Oktopusköder von Gelb über Orange bis Rot mit einem 300 bis 500 Gramm Pilger. Was ist Verstehst Pilger? du das? ich bin raus. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. 12-Meter-Zone, ja, genau. Maya on Tour, ich will mal Danke sagen für deine Tipps gegen das Rollen am Ankerplatz. Konkret, das Brett am Spielbaum funktioniert prima. Sehr gut, danke. Sehr schön, das freut mich sehr. Hören wir immer wieder gerne, weil wir haben ganz furchtbar viel Schimpfe dafür bekommen, dass wir das gemacht haben. Doch eh nicht. Genau, funktioniert doch nicht, und das ist doch Blödsinn, und was wollt ihr denn jetzt schon wieder, und was für einen Scheiß habt ihr da gebaut? So ist gut jetzt. Ich habe danach übrigens von einem anderen kam ein Kommentar dazu, der hat gemeint, es geht noch einfacher, indem du an dem Spielbaum dein Dingi genau auf Wasseroberfläche hängst. Also das liegt noch auf, aber in dem Moment, wo es das Dingi anheben will, ist das Dingi ja schwerer, als wenn es auf dem Wasser schwimmt. Und dann geht es nicht so wirklich hoch, der Spielbaum. Ja. Also wenn du ohnehin auf der einen Seite jetzt das Brett hast, kannst du auf der anderen Seite mit dem anderen Spielbaum das Dingi rausbinden. Wir haben es noch nicht gemacht. Nicht jeder hat 2 Spielbäume. Ja, stimmt. Du. Ja. Das ist nur die Welt. Genau. Ja, das freut uns wirklich sehr, dass das funktioniert. Ja. Also da sind wir echt glücklich. Wir nennen das Brett übrigens Flopper-Stopper. Der Flopper-Stopper gibt es auch für teuer Geld zu kaufen. Solche Dinger muss man gar nicht kaufen. Ja. So, wie geht es bei uns weiter die nächste Zeit? Schön. Also heute Abend genießen wir erstmal den schönen Sonnenuntergang, den wir gleich vielen Dank haben für die werden. Wünsche. Schon vorbei. Genau, ist schon untergegangen, aber jetzt kommen die schönen Farben. Also wir haben ja jetzt diese Woche müssen wir nochmal das Boot ein bisschen vorbereiten. Nächste Woche haben wir Besuch 1 Woche lang, und dann werden wir uns auf den Rückweg machen. Ja. Genau. Auf den langen Rückweg. Und dadurch, dass wir jetzt hier also tatsächlich fast 2 Monate hier Kalkidiki waren, fast, ne? Ganz schön lange, und es hier keine Entfernungen sind, sind wir schon wieder völlig untersegelt und wollen gerne Strecke machen. Ja. Also wir werden wieder durchheizen.
Kann sein. Also nicht ganz durchheizen. Wir werden je nach Wind auf jeden Fall mit einer längeren Strecke erstmal starten. Entweder Skyros, das ist die 4. der Sporadeninsel. das sind auch nur so 110 Meilen. Also. Ja, oder auf der anderen Seite vielleicht Chios. Chios hieß das, glaube ich. Chios. Das ist eine kleinere Insel. Nach der Chios-Botschaft. Genau, ne? nach der Chios-Botschaft. Das ist ein kleines bisschen weiter. Also es ist ein schöner, langer Schlag, mit dem wir starten wollen. Dann ein bisschen durch die Ägäis, Kykladen zur Peloponnes. Und dann sind wir uns noch nicht einig, ob wir jetzt den Korinth-Kanal fahren oder doch Peloponnes. Das machen wir ein bisschen davon abhängig, wie so das Wetter ist, wenn wir dann da sind und wie unsere Laune ist. Weil eigentlich wollen wir gerne beides machen. Also wir haben schon voll Bock auf den Korinth-Kanal und so den Golf von Patras und dann noch ein bisschen das Ionische. Patras, ja, Entschuldigung. Wir haben aber auch voll Bock auf die Peloponnes. Ja, wir haben da zu viel nicht gesehen. Also wir sind am Monemvasia vorbeigefahren. Das ist so ein irre. Das ist so eine Felsinsel. Das ist, also muss ein Vulkanschlot gewesen sein, so ein Tafelberg. Und da klebt an einer Seite eine alte Stadt dran, mit vollständig von der Stadtmauer umgeben und wohl mittelalterlich erhalten und relativ wenig touristisch, weil es halt so vom Schuss ist. Also gibt es tolle Sachen zu sehen. Ja, also mal sehen. Aber am Korinth-Kanal im Golf von Patras gibt es eben auch tolle Sachen zu sehen. Das richtig. ist ja, also beides kriegen wir nicht hin. Wir werden das irgendwie spontan entscheiden, was wir jetzt wirklich machen wollen. Das lassen wir ein bisschen offen. Und dann wollen wir auf jeden Fall sehr gerne nochmal nach Malta und Gozo, weil wir von Malta und Gozo nichts gesehen haben, außer Baumärkte und einen Chiropraktiker. Ja. Und da möchten wir gerne noch ein bisschen was mehr von sehen. Da freuen wir uns auch wirklich sehr drauf. Und also das ist gesetzt. Griechenland ist nicht so gesetzt wie Malta. Genau, Malta ist viel wichtiger. Und danach, deine Frage schließt daran an. Genau, also danach sind wir diesen Winter wieder in Licata. Wir hatten lange überlegt, was es sonst noch für Optionen gibt, aber es gibt nicht so viele Optionen. Also es gibt ja so 3, 4 große Überwinterungsplätze, die sehr bekannt sind, aus gutem Grund. Einer davon ist Licata, der andere ist Ragusa und der dritte ist Almerimar. Und dann gibt es noch in Tunesien einen, der aber mittlerweile komplett ausgebucht ist von den ganzen Schengen-Leuten. Also auf Jahre ausgebucht ist, da kommt man also gar nicht mehr rein. Und deswegen, ja, Licata hat für uns gut funktioniert, haben wir nette Leute kennengelernt, deswegen gehen wir da auch wieder hin. Ja. Seftet, wir verstehen dich leider nicht. Was meinst du mit deiner Frage? Was ist Kanu? Maria, wie lange hält sich das Obst im Netz bei solchen Temperaturen? Fast gar nicht. Das Obst liegt im Kühlschrank. Ja. Also was funktioniert, sind Zitronen. Die sind da schon seit 3 Wochen drin und immer noch weich. Und wir haben eine Gallia-Melone am Donnerstag gekauft. Die habe ich heute angeschnitten. Die lag die ganze Zeit in der Sofaecke. Also nicht gekühlt. Die war auch noch fein. Ja, also das Einzige, was nicht in den Kühlschrank kommt, sind Bananen. Alles, Äpfel haben wir keine im Moment. Also hier gibt es auch keine guten. Hier wachsen Pfirsiche, Nektarinen, Aprikosen, solche Pfirsiche, Nein, also die sind tatsächlich echt so groß, die Pfirsiche. Also das kriegst du wirklich ganz, ganz mega, ganz toll. Und das ist total frisch und lecker. Und die Pfirsiche, kein Vergleich zu dem, was man in Deutschland bekommt, wenn das Zeugs hier grün geerntet wird und dann nach Deutschland und in Deutschland mit Gas reif gemacht wird. Das hast du hier alles nicht. Das die Pfirsiche sind so lecker. Ja, genau. Und das kaufst du aus dem Kühlschrank und das lagerst du auch im Kühlschrank. Deswegen ist es ja auch gut, dass es überall einen Minimarkt gibt und dass man sich dort die Sachen halt eben frisch kaufen kann, weil länger als für 2, 3 Tage kriegen wir das Obst auch nicht frisch gehalten. Ja. So, Korinth-Kanal ist ein Erlebnis, ja. Genau. Also wir müssen mal überlegen,
Wenn wir es eilig haben nach Licata, dann fahren wir wahrscheinlich den Korinth-Kanal, weil der einfach Ja. vom Wetter kalkulierbarer ist, weil obenrum hast du viele kurze Strecken. Auch der Sprung von Zakynthos zum Beispiel nach Italien-Festland, das ist nur 1,5 Tage und diagonal runter nach Sizilien sind es 2 Tage und du hast eher Nordwind. Das ist also einfacher, als von der Peloponnes rüber zu springen. Da ist es waagerecht. Und deswegen haben uns viele Leute auch empfohlen, wieder nach Norden zu fahren durch den Korinth-Kanal. Der würde für unser Boot ungefähr 280 € kosten. Also ja, mal gucken. Also ich hätte schon Lust drauf. Wäre es mir tatsächlich auch wert, müssen wir mal gucken dann. Ja, das entscheiden wir. Wir können auch Peloponnes rum und dann hoch Zakynthos und dann, Ja. also Können wir auch alles aussegeln. ja, ach, das ist noch, also da wollen wir uns gar nicht festlegen. Also Fakt ist auf jeden Fall, wenn unser Besuch geht, fahren wir mit dem nächstmöglichen Wetterfenster los. Ja. Also wirklich mit dem, oh, ist das ein schöner Sonnenuntergang, Entschuldigung. Ich war gerade komplett abgelenkt. Wow. Ja. So, unterwegs mit Odysseus von 1978, 79, okay, auf YouTube. So, gucken wir mal. Rainer fragt, ob wir schon langfristig wissen, wo es hingehen wird. Nein. Es gibt langfristig aktuell noch keine Planung. Also Fakt ist, dass wir beide mittelmeermüde sind. Also wir haben so ein bisschen, also Griechenland war jetzt auch schön, aber letztendlich ist es auch nur das Mittelmeer. Du hast überall die gleichen Schwierigkeiten. Du hast entweder blöden Wind oder gar keinen Wind oder volle Ankerbuchten. Wenn sie nicht voll sind, schaukeln sie wie blöd und ach, also das Mittelmeer ist wirklich toll, ist wirklich schön, aber so nach 3 Jahren Mittelmeer, so, und deswegen, es ist aber, da sind wir jetzt auch mal wieder offen, es kostet alles Geld. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen raus, wir würden wirklich gerne über den Atlantik fahren, wir würden gerne auf die Kanaren fahren, da müssten wir aber am Boot noch ein paar Sachen machen. Und das ist jetzt die Frage, also wir müssen das stehende Gut erneuern. Wir müssen das Rig möchten wir gerne neu machen, bevor wir auf die Kanaren fahren. Und da kommt bei so einer Catch so ein paar Meterchen Drahtseil zusammen. Ja. Und die kosten nicht wenig. Und das ist so die Frage, da versuchen wir dran zu arbeiten, wie wir das hinbekommen können, weil ihr wisst, wir haben weder im Lotto gewonnen, noch eine Firma verkauft, noch groß geerbt oder sonstiges. Ich glaube, wir sind die Einzigen in Griechenland. Ja, wir sind die Einzigen ja. in Griechenland, die weder eine Firma verkauft haben, noch ein Haus verkauft haben, noch von den Mieteinnahmen leben noch. Genau. Ja. Da müssen wir ein bisschen gucken. Also langfristig, ein Traum ist von mir immer noch, und es wird sich auch nicht ändern, Französisch-Polynesien und Neuseeland. Aber ja, wir werden sehen. Also ich glaube, der Winter wird ein paar Weichen stellen und dann werden wir schauen, wo wir nächstes Jahr verbringen werden. Ja, genau. Also wenn es nicht anders geht, sind wir nochmal im Mittelmeer, aber der Wunsch wäre schon gerne was anderes. Maya und Tour sagt, dann komm doch erstmal auf die Kanaren. Ja. Ja. Ja, das wäre ein erster Schritt, ein erster logischer Schritt. Das stimmt. Ja, genau. Aber auf den Kanaren ist es ja so bekannterweise, dass man da nicht so richtig gut ankern kann. Das heißt, du hast da die ganze Zeit die Marina auf der Uhr und du kannst auch nicht schnell mal von der Marina zur nächsten fahren, weil die alle ausgebucht sind für die Ark. Das heißt, du musst da vorausbuchen und dann, wenn du einen Platz ergattert hast, dann ist es wahrscheinlich, dass du im Hafen liegen bleibst. Also das ist, es ist sehr zweischneidig. Aber man kann dort einen guten Winter verbringen, das stimmt. Genau, also die Nehmer kann man drüber nachdenken. Wir haben über die Nehmer-Rig gesprochen mit einem Segelmacher
und Rigger und der hat gesagt, ja, auf Fahrten, Yachten würde er es nicht so ganz empfehlen. Das ist für Regattasegler und so weiter ist das top, ist super und wird vielleicht auch die Zukunft werden, aber im Moment würde er es jetzt uns und für ein Fahrtenboot noch nicht empfehlen. Und ja, da verlassen wir uns auch tatsächlich drauf, weil der war sehr zuverlässig, was seine Aussagen anging. Umrüstung auf Junkentakelage ist außer Frage, ja. Das ist geil. Also die Frage, ich muss deswegen lachen, das ist ungefähr, als wenn du so einen alten VW Bulli hast und dir jemand vorschlägt, da draußen Cabrio zu machen. Also da würdest du auch sagen, oh, das ist ein Oldtimer, da kannst du doch nichts abschneiden. Also die Amelianer sehen das ebenso, weil die Masten sind wirklich damals noch von Amel gefertigt. Die gibt es nirgendwo mit den Features, die haben. Und wenn dir so ein Mast umfällt, dann kriegst du sie auch nicht mehr nach. Und deswegen kann man sie bestimmt gut verkaufen, aber dein Boot ist danach unverkäuflich. Und, und die Umrüstung kostet auch Geld. Ja, also klar. das kommt insofern nicht in Frage, weil wir uns die Umrüstung, also ich glaube, dass das stehende Gut günstiger wäre als die Umrüstung auf eine Junkentakelage. Ja, du brauchst zumal ja wir dann ganz alles. frische Segel haben. Ja, eben genau. Du brauchst ja dann So. auch neue Segel. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die macht bei kleineren Booten bestimmt Sinn. Aber bei einer 14 Meter Catch ist das, glaube ich, eine große Investition. Und ich glaube, wenn ich viel investieren können wollen würde, aktuell in sowas, dann wäre es für mich ein Hybrid oder sogar ein E-Antrieb für das Boot, würde ich eher machen, als jetzt die Takelage ändern, weil die Amel Catch läuft bombastisch gut. Das ist genau das perfekte Rig für dieses Boot. Die läuft wie auf Schiene, die segelt unfassbar toll. Und da die Takelage zu ändern, das wäre, glaube ich, wirklich eine Schande. Also tatsächlich. Die Nehmer ist genauso teuer und instabil, schreibt Paddy. Okay, gut. Jo, ich weiß auch gar nicht, warum das Junken-Thema jetzt gerade so relevant ist irgendwie. Ich glaube ja, dass wir heute Abend alle Planeten sehen könnten, wenn der Mond nicht wieder so groß ist wie letzte Nacht. Entschuldigung, ich muss mal kurz den Laptop in die Hand nehmen. Guckt euch das mal an. Ja, man sieht es gar nicht so richtig vor lauter Netz, ne? Ja. Ach, schade. Ja, also genau, Entschuldigung, aber da war mal kurz Marion nicht im Blick, wobei Marion natürlich schöner ist als der Sonnenuntergang, aber wollte ich euch mal zeigen. Korinth ist ein Muss und Transatlantik wird nicht billiger. Ja, das wissen wir auch. Genau. Das ist ja so mit eines der Probleme, das wir haben, aber wir würden so gerne. Ja, genau. Also ich muss irgendwie ehrlich sagen, mich würden die wie heißen die denn nochmal vor Afrika? Kapverden. Die Kapverden, die ziehen mich eigentlich an der gesamten Strecke am meisten an und die Atlantiküberquerung. Und die Azoren. Und die Azoren, ja gut, das ist aber dann eher Rückweg. Nö, du kannst von Madeira gut auf die Azoren fahren, den Sommer auf den Azoren verbringen und dann fährst du wieder zurück nach Madeira und dann machst du den wieder auf den Kanaren. Ja, also das wäre sozusagen die kleine Atlantikrunde, die wir zur Not auch mit dem alten Rig fahren würden. Aber ja gut, mal sehen. Ententeich und Wahnsinn, Sonnenuntergang, Urlaub pur, ja. Ja, genau. Also, Entschuldigung, aber es ist tatsächlich, also so einen schönen Sonnenuntergang wie hier an diesem Platz haben wir, glaube ich, jetzt hier in Griechenland noch nicht gehabt. Ja. Das ist, also man könnte ja auch meinen, dass man so mit der Zeit irgendwann sonnenuntergangsmüde wird, aber das ist nicht so. Ja. Das hört nie auf, sich an sowas zu erfreuen und egal wie anstrengend der Tag dann war und was nicht alles am Boot an dem Tag kaputt gegangen ist, wenn du dann abends da sitzt und du hast dann so einen Sonnenuntergang, dann ist ja alles wieder halb so wild. Ne? Wahnsinn, der ist irre. Der war gestern schon so schön. Das war übrigens irre. Silber, dir auch einen schönen Abend und bis bald. Schade. Danke, schönen Abend. Ja, ist auch schon wieder lang, ne? Ja, also da drüben ging gestern blutrot die Sonne unter und
und da drüben ging blutrot der Vollmond auf, fast zur gleichen Zeit. Das war unglaublich. Gut. Paddy hat die Azoren sehr feucht in Erinnerung. Ja, das kann wohl auch sein. Also, ja, doch. Ja, aber ist wohl deswegen ist es halt auch so grün und so. Also das muss echt toll sein. Azoren müssen wirklich toll sein. Ja. Also das ist auch noch so ein Traumziel von mir. Gut. Müssen wir vor Französisch-Polynesien machen. Ja. Genau. Ja. Habt ihr denn sonst noch irgendwelche Fragen an uns? So spontan? Jetzt hast du das losgetreten. Jetzt kommen da noch 15 Fragen. Ja, wir haben ja jetzt schon über ganz furchtbar viel gesprochen. Also, ich hätte gerne, ich würde mir wünschen, wenn ihr uns mal sagt, so vielleicht mal so schreibt, wenn ihr irgendwie mal an den Videos irgendwie was habt, wo ihr sagt, oh, ich hätte gern mal darüber noch was erfahren oder könnt ihr das mal in ein Video mit aufnehmen, weil wir sammeln so ein bisschen Themen auch für den Winter. Ihr wisst ja, Winter ist immer so eine Zeit, wo nicht so viel passiert und es gibt so ein paar Themen, die man mit aufnehmen kann und wenn ihr irgendwie mal was habt, wo ihr sagt, darüber würde ich gerne, wirklich gerne mehr wissen, also auch wenn es irgendwelche organisatorischen Sachen sind oder wie fühlt ihr euch dabei oder wie geht's euch mit dem oder mit dem, dann schreibt uns das gerne mal auf, schickt uns das gerne mal zu, weil wir das alles so ein bisschen sammeln. Wir möchten ja gerne auch im Winter euch Sachen bringen, die euch interessieren. Maya on Tour fragt, wie alt das Rig ist. Das frage ich mich auch. Ich habe in meinem Fundus gebrauchte Bolzen von einem Rig-Tausch. Das Boot ist von 92. Also irgendwann wurde das Rig getauscht, allerdings nachweislich nicht oder andersrum. Der Voreigner hatte das Boot 2 Jahre und der Eigner davor hatte es 11 Jahre. Von den letzten 13 Jahren habe ich fast alle Rechnungen. Und der war davor in Griechenland, der Zweiteigner. Und darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Und gerade beim Rig würde ich mal sagen, da wäre eine Rechnung dabei gewesen. Also wahrscheinlich nicht in den letzten 13 Jahren und mehr wissen wir nicht. Ja, genau. Aber wir haben beim Kauf einen Rig-Check gemacht und er hatte nichts gefunden, hat gesagt, das Rig ist in einem sehr guten Zustand, aber er muss mir leider reinschreiben, dass er es tauschen muss, weil seine Versicherung nichts anderes mitmacht. Ja. So, es gibt noch die Möglichkeit, dass man einen Ultraschalltest macht, um zu sehen, wie gut oder wie schlecht das Rig im Zustand ist. Also die Pressterminals, weil da kann man ja nicht reingucken. Genau. Aber letztendlich, ja, also wir sind uns da noch nicht so ganz einig, weil das alte Rig, das ursprüngliche Amel-Rig ist eines der besten, das man bekommen kann. Und wenn das nichts hat, dann sollte man das eigentlich drauf lassen. Aber jetzt wissen wir auch nicht, ob es wirklich noch das ursprüngliche, obwohl es ist ein Acmo. Es ist ein Acmo. Es ist zumindest ein originales Rig. Ja, mal gucken. Aber in der Rig-Tausch können wir uns im Moment einfach schlicht und ergreifend finanziell nicht leisten. Punkt. Also es ist nicht drin gerade. So. Apropos, das ist doch ein schöner Wunsch. Christoph wünscht sich dieses RAW-Video, wo wir nur segeln, ohne Gesabbel. Ja, ich weiß, Christoph, das ist auch auf dem Zettel, das kriegt ihr auch noch. Das braucht unfassbar viel Gigabyte. Wir haben jetzt das Starlink noch nicht wieder lange an. Bisher sind wir noch mit einem Kontingent an Gigabyte durch die Gegend gefahren. Im Moment haben wir Starlink laufen und da kann ich mich jetzt langsam drum kümmern, das zusammenzusetzen und hochzuladen. Sind ganz viele Gigabyte und das habe ich bisher nicht versauen können. Aber es kommt. Also ich habe es nicht vergessen. Ihr werdet das auf jeden Fall bekommen und ich werde das wohl einen ganz langen Teil bei Patreon freigeben. Also kostenlos natürlich, kann sich jeder angucken bei Patreon und einen kürzeren Teil bei YouTube für alle anderen. Und die das dann ganz gucken möchten, müssen halt einmal rübergehen zu Patreon und dann kann man sich das da im Gesamten kostenlos natürlich anschauen. Ja, so wird es sein, weil sonst kann ich es nicht werbefrei machen. Ivan, vielen Dank. Wir machen das wirklich sehr gerne mit den Tipps und immer wenn ich auch neue Tipps erfahre, dann
kommen die auch immer gerne rein. Und wenn ich interessante Menschen treffe mit interessanter Geschichte, dann will ich die auch immer hören und versuche dann davon auch immer was zu übernehmen, wenn es irgendwie geht. Vielen Dank für die Wünsche. Michael Starlink oder Britta. Ja, wir haben Deutschen, aber wir sind hier in Europa, ist das egal. Also Europa zählt bei Starlink noch als ein Land oder ein Kontingent. Also du wirst da nicht gebremst. Also gut, wir haben es erst seit 4 Wochen an. Also wir sind noch nicht über die 2-Monats-Grenze. Aber so wie ich aus Foren bis jetzt mitbekommen habe, wirst du bei Starlink mit dem wir haben dieses Reise Unlimited, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt heute heißt. Michael sagt, nach 2 Monaten wollte seins in Portugal nicht mehr. Okay. Echt? Okay. Interessant. Aber wir werden sowieso im Winter wieder auf Karte wechseln. Also in die Karte hat man super Mobilfunkempfang und da reicht dann Karte auch. Michael, wenn ihr wieder in Portugal seid, ihr kriegt da für 15 Euro Unlimited, 15 Euro 15 Tage, also 30 Tage Unlimited. Wie hieß das denn? Känguru oder so? Wie hieß denn der Anbieter in Portugal? Wir hatten da ja den ganzen Winter über, also Unlimited SIM-Karte in Portugal für 30 Euro oder sowas. Das war super. Oh, da brauchst du gar kein Starlink. Okay, gut. So. Ich würde sagen. Fein. Okay, dann sehe ich glaube, da kommen gar keine Fragen mehr. Wenn ihr keine Fragen mehr an uns habt, dann freuen wir uns, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank, dass ihr da wart und uns nicht alleine habt sitzen lassen. Es war ja jetzt doch sehr spontan und sehr kurzfristig und ja, wir wissen, wir sollten es öfters machen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat wieder Spaß gemacht. Genau. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ja, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke euch. Macht's selber gut. Ciao, ciao. Ciao. Ja, wir schauen nach ungewöhnlichen Tricks, aber bei der Amel werden wir nichts ändern. Nicht böse sein. Da wollen alle Tschüssis sehen. Tschüssi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, wir sind dann mal weg. Kalispera. Bye, bye.